So, es geht weiter mit einer neuen Fahrt. Diesmal Wittekenschule in Brambauer. Wir fahren heute mit dem Wagen 1036. So sieht das Teil aus. Das kennt ihr ja auch noch von der Vorstellung. Auf geht's vom Lippepad nach Brambauer zur Wittekenschule. So Leute, auf geht's nach Brambauer. Wir haben heute ein Regenwetter erwischt, aber ist ja nicht schlimm. Wir müssen auch die Schulen im Regen, im Schnee, wie auch immer, finden. So, diesmal an der Ampel links, habe ich euch ja immer erzählt, wenn es nach Brambauer hingeht, immer links und ansonsten fahren wir ja meistens immer rechts. Da sind 2 oder 3 Schwimmfahrten, die eben halt Richtung Brambauer sind. Da fahren wir hier links. In den anderen Videos hatte ich euch das ja mal erzählt, dass wenn ich hier so Linien und so fahre, meistens immer so im Winter ist, weil ich da am meisten Zeit habe, keinen Reisebus habe. Wir haben jetzt noch ein paar Weihnachtsmärkte anzufahren, aber die sind dann meistens so Wochenenden. Und in der Woche fahre ich dann hier Linie und Schulbus und alles, was auf so einem Dienstplan eben halt ist. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt, wenn es zum ersten Mal online kommt. Wir haben heute den 6.12.22. Vielleicht seht ihr das ja auch in 3, 4 Jahren. Hier an der Ampel auf jeden Fall rechts. In den anderen Videos habe ich euch das auch schon mal erzählt, aber für diejenigen, die die anderen Videos noch nicht gesehen haben, es sind Schüler mit Lehrer und die passen dann besonders auf, wie der Fahrer eben halt fährt. Die müssen ja auch auf ihre Kinder, auf die Schüler aufpassen. Deswegen immer schön Piano fahren, wenn 30 ist 30, nicht bei Rot drüber fahren, solltet ihr sowieso generell nicht. Aber gelb und so, ihr wisst, was ich meine, oder abruptes Bremsen oder Anfahren, sodass die Kinder schon direkt hinfallen oder so. Nein, das gibt nur noch Resonanzen, immer Beschwerden. Und wenn 30 ist, hier natürlich auch schön mit 30 fahren und nicht hier rumheizen. Und ansonsten, bis nach Brambauer ist das immer die gleiche Strecke. Und zurück auch. Wenn ihr aber schon wisst, wie ihr nach Brambauer kommt, könnt ihr das ja vorspulen jetzt. Und ab da weiter gucken, zum Beispiel, wo ich in Brambauer ankomme, damit ihr die Schulen findet. Aber ich mache generell immer jetzt so ein längeres Video vom Schwimmbad direkt bis zur Schule und zurück. Dann hat man den genauen Linienweg, den man zu fahren hat. Es gibt 2 Wege, nach Brambauer zu kommen. Das ist hier der gängigste Weg, also ich kenne das nur so. Man hätte da an der Ampel anstatt rechts geradeaus an der Aral-Tankstelle vorbei, dann würde man hinten rumkommen, aber da ist jetzt sowieso Baustelle und das ist auch viel länger. Mit den Bäumen hatte ich das in den anderen Videos schon erwähnt. Versuchen nicht so rechts zu fahren, weil die stehen irgendwie krumm und schief, die Bäume, und die Spiegel. Die sind natürlich besonders empfindlich. So, hier kann man auch wieder 50 fahren.
Aber ich habe gesehen, die Videos haben euch gefallen. Erstens, weil sie so schön lang sind. Man sieht man sieht, was der Fahrer macht, in diesem Fall ich. Und für unsere Fahrer natürlich interessant, wenn die Schulen eben halt nicht kennen. Wenn er dann sich schwer tut, das zu verstehen, einfach sagen, hier, Mehmet Oe und fertig. Ich habe ja so eine Playlist angelegt über verschiedene Kategorien und die hier, die ist in der Kategorie dann Schwimmfahrten. Da habe ich noch Schulfahrten, da habe ich Linienfahrten. Einfach mal eingeben, zum Beispiel Wittekenschule und dann erscheint sie sofort und dann braucht ihr nur gucken, vorspulen, was ihr schon kennt. Selbst hier ist es sinnvoll, wertvoll, ganz viele Haltestellen zu lernen. Wenn ihr die Haltestellen kennt, dann wisst ihr auch ungefähr, zum Beispiel Wittekind Schule. Und es gibt ja in Brambauer die Haltestelle Wittekind Straße. Ja, und da ist dann eben halt in der Nähe auch die Schule. Da war übrigens eine Kollegin, die grüßt nie. Keine Ahnung warum. Vielleicht was Besseres, Außerirdisches, keine Ahnung. Aber soll sie mal machen. Jedem das Seine. Ich grüße den Bus, egal wer es ist. Natürlich, wenn der Kollege auch noch mitgrüßt, noch ein Lächeln hinterher. Haben wir schon lange nicht mehr ein Video gedreht, wo Regen, ein bisschen Schnee liegt hier noch. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon drehen, aber da hat so viel geschneit und so, da hättet ihr tatsächlich nichts gesehen. Aber so könnt ihr jetzt noch ein bisschen was sehen. Ist auch früh am Morgen, wir haben gerade erst mal 8:30 Uhr. 9:30 Uhr muss ich da erst einsetzen, aber damit ich eben halt in Ruhe filmen kann und so. Also ich wäre im Prinzip sowieso leer vom Schwimmbad dahin gefahren. Deswegen suche ich mir die Linien so aus, dass ich das kombinieren kann, dass wir eben halt keine Leerfahrten haben oder unnötige Kilometer, unnötige Dieselverbrauch in der heutigen Zeit. Ein paar Experten von euch, die haben ja in den Kommentaren geschrieben, ja, was sagt denn dein Chef dazu? Unnötig Sprit durch die Gegend verschleudern. Es ist nie unnötig, Leute. Diese Videos, die ich mache, die sind nachhaltig, die sind wertvoll, die haben einen Wert. Weil man kann sich die immer wieder anschauen, wenn jetzt 10 neue Fahrer angefangen haben und die 10 gehen, da kommen wieder 10 und die wissen das auch nicht. Aber diese Videos sind einmal gedreht, die sind da oben auf YouTube. Kann man demjenigen Fahrer sagen, pass auf, Mehmet Oe hat damals das und das gedreht, auch wenn ich irgendwann mal nicht in der Firma bin oder nicht mehr lebe oder so. Die Videos sind eben halt da. Wer hätte gedacht, ganz am Anfang das Video, vor 6 Jahren, der Junge mit den Nüssen auf dem Hauptkanal, mittlerweile 3,9 Millionen Aufrufe. Ne? Und die Kinder, die sind jetzt erwachsen, die gucken sich jetzt diese Videos an, die schreiben, als Kind habe ich immer das gesehen mit den Nüssen, da habe ich dich zum ersten Mal entdeckt und bin dir treu geblieben bis jetzt und jetzt mache ich auch Busführerschein. Ist das nicht toll, Leute? Das ist ja der Zweck, der Sinn gewesen, warum ich diese Videos gemacht habe hier für Busfahrschule, damit wir eben halt Leute begeistern können zum Busfahren. Im Prinzip immer geradeaus, bis eine große Kreuzung kommt. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Der Kreisverkehr ist übrigens neu. Wenn ihr das Linienvideo gesehen habt, C1 Brambauer, da war das noch nicht.
Jetzt haben wir auch so ein Update über so einen Kreisverkehr. Und ab hier fängt auch unsere Lieblings-30er-Zone an, wegen Lärmschutz. In Brambauer gibt es 1, 2, 3, 4 Schulen. Es war mal 5, die habe ich schon einmal ganz am Anfang mal angefahren. Irgendwo da hinten in der Siedlung. Oh, da war so eng mit Gelenkbus und so da reinfahren. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr, die Schule. Ich kenne jetzt hier nur noch, hier vorne links war eine auf den Kelm. Dann gibt es eine Schule, ist auch eine Hauptschule, glaube ich, oder eine Sonderschule, keine Ahnung, was das ist. Oh, wie hieß die nochmal? Die hat einen ganz komischen Namen, vielleicht komme ich gleich da drauf. Oh, ich weiß, wo die ist, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hat einen ganz komischen Namen. Und Realschule, direkt am Krankenhaus. Und da, wo wir jetzt fahren, Wittekenschule. Boah, wie hieß die Schule hier? Irgendwas mit K. Seht ihr, ich werde auch langsam alt. Irgendwas mit K. Ich komme jetzt nicht drauf. Vielleicht komme ich noch gleich da drauf. Aber die werden wir sowieso auch als Linie dann wieder aufnehmen. Ich komme nicht auf den Namen, ne? Entweder mit K oder mit P. Ne, ich komme jetzt wirklich nicht da drauf. Dankeschön. Sonst hätte ich den eingequetscht. Das sind hier Haltestellen von der C1. So, man fährt im Prinzip hier an der Ampel da rein zu dieser Schule da. Ich komme wirklich nicht da drauf. Ich strenge mich schon an. Aber wir wollen ja zur Wittekenschule. Der Verkehrshof, der ist hier links. Wenn ihr die C1 fährt, dann müsstet ihr da lang fahren. Da ist übrigens die C1. So, an der Ampel fahren wir rechts. Und wenn ihr zur Realschule müsstet, wäre links. Und hier auch weiten Bogen holen, weil die Kante hier vom Bürgersteig, die ist so weit rausgeragt. Sonst kommt man immer mit dem Arsch da hinten dran. So, das hier ist die Haltestelle Wittekenstraße, oder heißt die auch Wittekenschule, weiß ich gar nicht. Ne, Wittekenstraße. Ganz am Anfang habe ich die Kinder mal hier rausgelassen, weil ich habe gedacht, oh, Haltestelle Wittekenstraße, Wittekenschule. Aber es ist nicht richtig. Die Schule ist zwar hier vorne, gibt es auch eine Fußgängerampel, aber dann hat sich herausgestellt, am besten bis zur Schule fahren. Und damals bin ich auch mit einem Gelenkbus hier lang gefahren. Und mit Gelenkbus ist immer schwierig, hier reinzufahren. Gleich die Kurve werdet ihr sehen, wie die da kreuz und quer stehen. Wie ihr sehen könnt, weit ausholen. Nah an den Autos vorbei, sonst passt das hinten nicht. Und hier ist die
Wittekenschule in Brambauer. Und hier könnt ihr dann so stehen und eure Zeit abwarten. Aber ich zeige euch jetzt, wie man hier wieder rauskommt. Dann braucht man nicht die Rückfahrt komplett ein langes Video drehen. Ja, ich komme nachher so wieder rum, einmal um den Block, aber um euch zu zeigen, wie man hier wieder rauskommt. Und dann die Fahrt zum Schwimmbad dürfte nichts Weltbewegendes sein. Ja, wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Weil ich habe noch Zeit. 9:30 Uhr ist erst hier und wir haben gerade 8:45 Uhr. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet auch geradeaus und dann die nächste. Aber die gängigste ist, so fahre ich immer hier rein. Aber manchmal, wenn ihr schon seht, da ist zu, ihr kommt da nicht durch oder so, könnt ihr auch die nächste nehmen. Dann kommt ihr Ottostraße und so raus. Aber da besteht dann eben die Gefahr, dass euch die C1 entgegenkommt. Ja. So, da ist wieder die Hauptstraße. Hier fahren wir dann wieder rechts. Natürlich auch immer hier Fußweg und Fahrradweg aufpassen. Und wenn die euch nicht rauslassen, einfach mal euch rauskämpfen. Die lassen nämlich ungern hier so Busse raus. Das ist der Größte noch nicht mal, dem hat es nicht gepasst. So, dann ist hier wie gesagt die Schule und hier braucht ihr nur geradeaus bis zur Ampel, an der Ampel links, immer geradeaus, Kreisverkehr vorbei, an der großen Ampel links und dann wisst ihr auch schon, wie man da hinkommt. Ich fahre jetzt hier wieder rechts zur Schule. Von der Seite geht es nämlich auch. Da braucht man nicht die Rückfahrt komplett leer zu fahren, weil ich ja gleich sowieso da lang fahren muss. Aber Mitschüler nehme ich nie auf. So habe ich meine Ruhe. Und keine Probleme, kein Ärger, wenn später irgendjemand mal sagt, warum hast du das aufgenommen? So, hier können wir so ruhig stehen bleiben. So, das war's, Leute. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, hier bei mir mitgefahren zu sein. Bis dann in einem anderen Video. Euer Mehmet Oe. Ciao.